Der Tag, an dem meine Mutter gestorben ist, hat so angefangen, dass ich morgens aufgewacht bin und in dem Moment wusste, dass sie an diesem Tag sterben würde. Daraufhin habe ich mit meiner Tante, bei der ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe, ausgemacht, dass ich erst frühstücken würde und sie mich dann zu meiner Mutter in die Stadt fährt. Und ich habe ein paar Leute noch angerufen, um Bescheid zu geben, war aber relativ ruhig, weil ich eben dieses Gefühl und die Sicherheit auch, dass dies der Tag war, schon seit dem Aufwachen in mir hatte. Dann sind wir mit dem Auto zu meiner Mutter gefahren und dort lag sie mit offenen Augen. Und an dem Tag habe ich mich neben sie gesetzt und habe, obwohl sie mir nicht geantwortet hat, habe ich ihr nochmal gesagt, dass im Moment das Stärkste, was sie tun kann, ist, dass sie loslassen kann. Und der Moment, als sie den letzten Atemzug gemacht hat, war wie als würde die Zeit stillstehen. Wie im Ton auch? Luisa! Luisa! Süß! Toll! Toll! So der, glaube ich, für mich schwerste Moment war, als es darum ging, ihre Augen zuzumachen. Weil sie lag die ganze Zeit weiterhin mit offenen Augen da und war aber tot. Mir wurde dann gesagt, ich soll ihre Augen schließen. Und ich habe es versucht und ich hatte niemals gedacht, dass das unheimlich schwer ist. Ich musste richtig Gewalt anwenden, um diese Augenlider über die Augen zu schließen und konnte es nicht. Es ist so unangenehm gewesen, dass ich dann meinen Vater gebeten habe, das zu machen. Und das Umziehen war auch total absurd in einer Art und Weise, weil ich gemerkt habe, dieser Körper ist leer und es war wie eine Puppe zu bewegen. Nachdem meine Mutter gestorben war, hatte ich erstmal ein ganz seltsames Gefühl von Freiheit. In diesen Momenten habe ich immer mehr eigentlich verstanden, dass ich dadurch versucht habe, überhaupt etwas zu fühlen. Aber ich habe mich unterbewusst immer mehr von meinen Gefühlen wie abgetrennt. Das heißt, ich habe etwas wie einen Fremdkörper so von mir weggeschoben und habe die Trauer, die eigentlich da war, wie umfropft irgendwo anders hin. Und ich habe alles getan, aber ich bin bestimmt über ein halbes Jahr lang ein Geist gewesen. Von außen betrachtet war alles in Ordnung, aber ich bin weder selber zu meinen Gefühlen gekommen, noch sind Leute an mich herangekommen. Am Ende meines Studiums gab es aber einen kleinen Zusammenbruch, so ähnlich wie wenn man einfach sehr, sehr lange eine Spannung auch in Leitungen hält oder zu viel Spannung aufbaut, dass es explodiert. Danach war alles außer Kontrolle. Die Momente, wo ich damit begonnen habe, zu überlegen, wie ich Veränderung aktiv herbeiführen kann, war noch während der Schulzeit, wo ich versucht habe, jeden Tag einen anderen Weg nach Hause zu gehen. Weil mir mein Vater mal erzählt hat, dass in der Natur Löwen
ihre Beute sehr, sehr lange beobachten. Und wenn Tiere immer den gleichen Weg gehen, dann sind sie anfälliger, verletzlicher. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video gedreht wurde, war ich noch nicht mal ein Jahr und meine Mutter war fast so alt wie ich jetzt. So wirklich gelernt, mit dem Verlust umzugehen, habe ich eigentlich erst an der Stelle, wo ich aufgehört habe, Antworten zu suchen. Je tiefer ich in Bewegungen gegangen bin oder je mehr ich beim Tanzen losgelassen habe, weil Tanzen funktioniert nicht mit Festhalten, desto mehr sind auf einmal durch den Körper Emotionen hochgekommen, die ich vorher die ganze Zeit festgehalten habe, körperlich. Ausschlaggebend war aber die Erkenntnis, dass ich nicht jemand anderen fragen kann, diesen Prozess für mich zu tun, sondern ich musste es selber machen. Und auch da wieder, es gab niemanden, der mir sagen konnte, wie. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das als eine Reise angesehen habe und vielleicht auch als eine Möglichkeit, daraus neu zu wachsen und diesen Verlust eher als eine Art Wiedergeburt in etwas ganz Neues zu sehen, ab dem Zeitpunkt konnte ich weitergehen. Und es gab für mich so ein paar Zeiten in meinem Leben, dazu gehört auf jeden Fall auch der Tod von meiner Mutter, wo ich gemerkt habe, es ist etwas so verändert worden, dass alles andere keinen Bestand mehr hatte. So waren vor allen Dingen auch Ortswechsel für mich sehr, sehr essentiell, weil ich den Eindruck hatte, dass mein Gehirn und so die Wahrnehmung von mir selber, aber auch von dem, was möglich ist, mit jedem Ortswechsel nochmal ganz wie freigepustet wurde.
das Wort Neurogenese, wenn man es auseinander pflückt, ja, hat man so ein bisschen was wie auch die Genesung. Und ich glaube, dass jede Form von Heilung nichts anderes ist als eigentlich ein Verstehen von Veränderung.